Willkommen auf der Kräuterhexe. Wir machen heute einen Erfrischungsspray. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Besonders zu den heißen Tagen benötigt unsere Haut Erfrischung. In diesem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr im Handumdrehen einen Erfrischungsspray auf der Basis von Minze, Salbei und Aloe selbst herstellen könnt. Für den Erfrischungsspray benötigt ihr in erster Linie Kräuter. Ich verwende dazu Minze und Salbei und die hole ich jetzt aus dem Garten. Kommt mit! Ich verwende dazu Minze, die bei mir gerade im Garten wächst. Für das Rezept könnt ihr jede Art von Minze verwenden. Ihr benötigt ca. 6 Esslöffel davon. Genauso verhält es sich mit dem Salbei. Bei mir wächst der Salbei im Topf auf der Terrasse. Auch davon könnt ihr bis zu 6 Esslöffel verwenden. In diesem Rezept wirkt die Minze erfrischend und der Salbei gegen das Schwitzen. Die Aloe, die am Schluss noch dazu kommt, die pflegt die Haut. Für die Zubereitung benötigt ihr einen Topf, in dem ihr die Minze und den Salbei in fein geschnittene Stücke gebt. Das Schneiden der Kräuter ist deshalb wichtig, damit die Pflanze ihre ätherischen Öle voll entfalten kann. 200 ml Wasser dazugeben, alles gut aufkochen lassen und dann für 30 Minuten auf kleiner Flamme ziehen lassen. Eure Küche wird herrlich nach Minze und Salbei riechen. Die Kräuter abseihen und den zurückgebliebenen Tee abkühlen lassen. In einem nächsten Schritt kommt ein Esslöffel Aloe dazu. Ich habe dazu ein Bio-Aloe-Gel verwendet. Ihr könnt dieses über die Apotheke beziehen oder online. Ich habe euch dazu in der Beschriftungsbox unter dem Video einen Link geteilt. Nachdem alles gut vermengt wurde, kommt alles in eine Zerstäuberflasche. Diese könnt ihr dann auch überall hin mitnehmen. Schließlich kommt der Erfrischungsspray in den Kühlschrank. Er hat eine Haltbarkeit von 7 Tagen. Ich liebe diesen Erkältungsspray. Er ist total günstig in der Herstellung und hält die Haut total frisch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen hoch da und schaut das nächste Mal auch wieder vorbei.